Wir sind auf einem Stellplatz in der Nähe von Isla Cristina. Das ist in Südspanien, Andalusien. Und hier habe ich Camper kennengelernt, denen ist was Unangenehmes in Barcelona passiert. Und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Worum geht es? Es geht um Reifenstecher, und zwar speziell in Barcelona. Jetzt ist das kein neues Thema, diese Geschichte gibt es schon lange, aber ich halte es für wichtig, davor zu warnen. Es sind viele unerfahrene Camper unterwegs, die auf irgendwelche Tricks dann reinfallen könnten. Und deshalb möchte ich in diesem Video darüber berichten, beziehungsweise die Camper werden da was zu dem Thema sagen. Es geht in diesem Video nicht darum, Ängste zu schüren oder irgendwelche Horrorszenarien zu verbreiten. Es geht darum, Camper zu warnen. Ich weiß das aus Erfahrung. Uns ist vor 2 Jahren auch was in der Toskana passiert. Darüber habe ich ja auch in einem Video berichtet. Dieses Video ist sehr häufig angeklickt worden. Ich glaube, mehr als 2,5 Millionen Mal. Deshalb weiß ich, dass das wichtig ist für Camper, sowas zu wissen und solche Erfahrungen, die andere gemacht haben, hier dann weiterzugeben. Jetzt hören wir mal rein, was die Camper zu erzählen haben. Hallo ihr beiden, wir haben uns kennengelernt hier auf dem Stellplatz Isla Cristina. Und ihr habt mir über eine, ja, wie soll man sagen, schlechte Erfahrung berichtet. Und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Stellt euch doch bitte kurz einmal vor. Ja, ich bin der Jürgen. Die Christina. Hallo ihr beiden, ja. Ihr seid jetzt schon länger in Spanien unterwegs, habe ich gehört. Ja, wir sind jetzt 6 Wochen unterwegs schon. Ja. Ja, und ja, da ist uns inzwischen Zeit gute Sachen erlebt, aber auch schlechte Sachen haben wir erlebt. Ja, ja. Jetzt wollen wir ja über die schlechten Sachen sprechen. Und zwar ist euch da was in Barcelona passiert. Richtig, ja. Also wir waren ungefähr 40 Kilometer vor Barcelona, haben da unseren Stellplatz gehabt und sind von da aus immer reingefahren nach Barcelona, um Barcelona uns anzuschauen. Sind dann weitergefahren nach 3 Tagen und wollten eigentlich Barcelona umfahren, aber unser Navi hat uns leider durch Barcelona durchgeleitet und da sind wir dann an Baustellen bzw. auch viele Ampeln gekommen, sind dann dort gefahren, mussten anhalten und beim Anhalten sagt sie auf einmal, oh Jürgen, da stimmt was nicht. Da kam ein Rollerfahrer, ein Motorrollerfahrer neben unserer Beifahrerseite und hat dann gezeigt, ja, was will der eigentlich? Ja. Und da bin ich nicht drauf eingegangen, bin weitergefahren bis zum nächsten Stopp, an der nächsten Ampel, kam er wieder. Und hat immer so gemacht. Ja. Service. Ja. Und meine Reifendruckkontrolle hat noch überhaupt nichts angezeigt, weil ich vermutet habe, muss irgendwas mit dem Reifen sein. Dann sind wir wieder weitergefahren zur nächsten Ampel, wo wieder rot war. Dann kam er auf meine Seite. Ich habe dann die Scheibe runter und er sagt, Service, komm, Service. Und da habe ich gesagt, nee, mit mir nicht. Und dann, nach dem 3. Mal, bin ich dann über eine Busspur weitergefahren, bin Gott sei Dank nicht reingefallen auf diesen Trick und musste dann, nachdem der Reifen so richtig gewalkt hat und Warnblinkanlage, bin seitlich rangefahren und habe dann dort den Reifen wechseln müssen. Ja, und dabei hast du dann festgestellt, dass da manipuliert wurde an dem Reifen. Ja. Also, und zwar seitlich, so. Ja. Also normal passiert es ja da, wenn man irgendwo drüber fährt. Ja. Das war aber hier seitlich. Ja, also da hat man den Reifen angestochen. Richtig, ja. Ja. Wir haben den Reifen, beim Wechseln haben wir auch mal ein Foto gemacht. Also man sieht deutlich, dass es ein Stich in die Seitenfront von dem Reifen war. Ja. Und dadurch ist es ausgelöst worden. Ja. Und auch das Indiz, dass praktisch vorher, wo der schon gezeigt hat, dass der Reifenblatt, dass der Reifen einen Schaden hat, hat die Reifenbruchkontrolle oder Reifendruckkontrolle noch überhaupt nichts angezeigt.
Die sind erst normal kurz danach gefahren, erst dann später. Ne? Also Ja. ging ich Als davon wir aus, schon auf dass der es... Busspur waren, Ja. gell, da hat es gemerkt, dass Ja, Luft ja, weg okay. ist. Ja, der Hintergrund ist ja wohl, oder das, was diese Kriminellen bezwecken, ist ja wohl, dass man euch versucht hat dann, oder hätte versucht dann zu bestehlen. Ja. So gehe ich davon aus. Ja, ja. Ich habe das recherchiert im Internet. Also es wird dann so gemacht, dass die Personen, die im Mobil sind, rausgelockt werden und dass man dann versucht, im Mobil was zu stehlen oder beziehungsweise alles, was da irgendwie greifbar ist, mitzunehmen dann. Ne? Oder so habt ihr es auch empfunden, oder? Ja. Ja. Ja, wir haben aus dem Grunde, weil er wollte uns immer in so eine Nebenstraße locken. Ja. Und da gehe ich davon aus, dass die zu mehr waren, also dass sie uns ablenken wollten und Ja. dann irgendwo an unsere Wertsachen wollten. Ja. Okay. Ja. Ja, dann habt ihr ja gerade oder gut gehandelt oder richtig gehandelt und dass es euch nichts passiert ist. Und ja, da kann ich euch nur weiterhin viel Spaß auf eurer Reise, viel Freude, viel neue Erlebnisse Werden wir haben. wünschen. Ja, wenn ihr habt. Und wir wollen das ja damit andere nur warnen, damit keinen Angst machen, sondern warnen, dass sie auch nicht drauf reinfallen auf so eine Geschichte, die ja wohl scheinbar häufiger in Barcelona passiert, so wie ich das gelesen habe. Genau, so ist es ja. Ja, Also. ja, Dankeschön für eure Ausführungen. Wünsche euch alles Gute und weiterhin eine gute Reise. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke. Das Ganze passiert natürlich nicht nur bei Wohnmobilen, sondern auch bei PKWs, speziell jetzt PKWs mit deutschem Kennzeichen oder nicht spanischem Kennzeichen und auch Mietwagen. Der ADAC hat auf seiner Internetseite darüber berichtet und auch andere haben im Internet darüber berichtet. Wer also sich da informieren will, der kann da einiges lesen im Internet. Vielleicht hat ja der eine oder andere auch schon Erfahrungen damit gesammelt. Ihr dürft das gerne in den Kommentaren darüber berichten, aber ich bitte darum, nur sachliche Kommentare zu schreiben, sonst bringt das wenig. Das war's zu dem Thema. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.